Ni hao. Auch ein herzliches Konnichiwa von mir. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem Set-Review. Wir haben uns ein Set gekauft, welches wir euch heute gerne vorstellen möchten. Es ist das chinesische Spring Lantern Festival Set mit der Setnummer 80107. Ein fantastisches Set, wie ich finde. Und wie kann man das Set besser vorstellen als mit chinesischen Instant-Nudeln und mit fernöstlichen Teespezialitäten? Rita kredenzt heute Tee, da wird einem ganz warm ums Herz. Wann, wenn schon, denn schon. Also ich denke mir, das muss man schon richtig machen. Genau, wir zelebrieren dieses Set. Ja. Es ist ein tolles Set. Schnappt euch auch eine Tasse chinesischen Tee, vielleicht Grüntee oder weißen Tee und dann geht schon los. Auf jeden Fall. Ja, mir fehlen fast die Worte bei diesem Set. Es ist ein Set aus dieser Asia-Serie. Ich sag's euch, Christoph hat das zusammengebaut. Ich meine nicht nur, dass ein Leuchtstein drinnen verbaut ist. Ihr wisst, sobald ein Leuchtstein irgendwo drinnen ist, flippt Christoph förmlich aus. Sondern er war auch noch von den anderen Teilen extrem begeistert. Und ich war wirklich, also ich habe nicht mitgebaut. Ich habe ihm da die ganze Freude gelassen und habe gesagt, du darfst das alleine aufbauen. Ich habe währenddessen übrigens die Valentinstagsblumen, oder ich nenne sie so, das Blumenbouquet zusammengebaut. Von unserem Tisch hier, ja, genau. Und ich muss sagen, ich habe selten Christoph so begeistert gesehen und es war wirklich die ganze Zeit ein Oh und ein Ah, während er da das Set zusammengebaut hat. Ja, ich weiß nicht, also zuerst mal, das Set hat über 1700 Teile, ich glaube es sind 1793, also fast 1800, hat einen Listenpreis von 100 € und es ist jetzt kein Gebäude per se, aber auf 1,5 Baseplates aufgebaut und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und warum auch immer, ich glaube, es liegt daran, weil der fernöstliche Kunde ein eigentlich sehr anspruchsvoller ist und ja Lego mit diesen Sets, speziell in China, Korea und so weiter, wirklich Fuß fassen möchte. Da geben sie sich immer Mühe und die Sets sind total toll. Alleine schon die Minifiguren, die euch Rita gleich zeigen wird. Ja, es sind auch sehr viele Minifiguren. Ich gehe kurz mal die Schachtel von dem Set holen, die wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. Lässt mich allein, aber ist okay. Es sind auch sehr viele Figuren dabei, nämlich 8 an der Zahl, wobei eine quasi eine Art Statue ist, aber das zeige ich euch gleich. Ich habe jetzt mal die ersten 4 hier auf diese Platte hinaufgegeben und da ist eigentlich von dem her nichts Aufregendes, aber was mir aufgefallen ist, und korrigiert mich, falls ich da falsch liege, hier sind 2 Handys dabei, die, glaube ich, neu sind. Ich zeige euch die gleich. Sie kommen mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Ich meine, ich war jetzt überhaupt, die Handys, die wir haben, sind eher die Hidden Side Handys. Hidden Side kenne ich, oder ja. Die, kennt ihr das ist eine Handy, wo ein Gesicht von einer Minifigur drauf ist, der quasi ein Selfie von sich macht. Aber hier sind 2 Handys dabei, die habe ich, glaube ich, so noch nie gesehen. Auf jeden Fall das Orangene, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Falls ich falsch liege, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ein besonderes Oberteil, das mir auffällt, ist auf jeden Fall das mit 2021. Da wird quasi das Neujahr gefeiert. Das ist recht cool. Und ansonsten von den Haaren und Sonstiges ist nichts Neues dabei. Ihr habt 2 Wendegesichter hier bei dem kleinen Buben und dem kleinen Mädchen. Bei den anderen sind keine Wendegesichter drauf. Und das waren mal die ersten 4. Aber tolle Oberkörper, also Sehr. Zum Teil schmeißen sie ja bei den City-Sets irgendwelche Torsos rein, die wir schon 20 Mal gehabt haben, aber die habe ich wirklich noch nicht so oft gesehen und ich weiß nicht, was da los ist. Bei diesen Asia-Sets, da übertreffen sich die Set-Designer von Lego immer selbst. Kurz während Rita jetzt habe ich sie extra geholt, die anderen Figuren platziert, ein Blick auf die Schachtel, die sind auch so im fernöstlichen Stil gehalten. Es ist ja anlässlich des Jahr des Ochsen, welches jetzt eingeläutet wurde, auf den Markt gekommen, Anfang 2021 und ja, mir gefällt das Design der Schachteln sehr gut und genauso eben auch das Set.
Und ich übergebe wieder an meine freundliche Assistentin Rita. Sehr gut. Hier sind die anderen 4 Figuren. Wie gesagt, das ist eben die quasi eine Statue ist, also eine ganz rote Figur mit durchsichtig rotem Kopf. Und dann haben wir hier noch 3 Männer. Hier ist einer, keine Ahnung, so Reisbällchen oder sowas, glaube ich. Oder diese Mochi. Und oder er wie verträgt heißen. sie nicht so ganz, kommt mir Stimmt, vor. ja. Und dann haben wir noch einen, der quasi eine Art Milchshake trinkt. Und einer, der fotografiert. Und da haben wir auch wieder 2 Wendegesichter dabei. Bei dem dritten ist leider kein Wendegesicht. Dafür eben der coole Pullover auch hier mit 2021. Das Der finde hier ich schon hat echt auch cool. bedruckte Arme. Das gibt es ganz selten. Sieht man das hier? Genau. Nein, extrem, extrem coole Figuren, muss ich schon sagen. Jede Figur hat Das irgendwas in der gefällt mir Hand. sehr Kamera, gut. Laterne, Milkshake. Also Ja. alles ist da dabei. Die Figuren sind toll. Von den Figuren her echt top. Jetzt bin ich gespannt auf den Rest von Nicht nur von den Figuren her. Also wie gesagt, wir haben hier dieses Set hier, das ist modular, eine 32x32er Bodenplatte und eine 16x32er. Das kann man übrigens auch so trennen und dann anders anordnen, also man kann es zusammenstecken, wie man möchte. Ich lasse es jetzt mal so, wie es in der Anleitung vorgegeben ist, und so macht es eigentlich auch mehr Sinn, finde ich, oder so gefällt es mir persönlich besser. Wir haben hier, wie wir es von den Modular Buildings gewohnt sind, einen schönen Gehsteig, der gefliest ist, mit Parkbank. Hier seht ihr schon einen cool designten Zaun rundherum, und das ist also so mehr oder weniger dann hier der Eingang zu diesem chinesischen Garten. Da geht man durch so ein kleines Portal durch. Dasselbe ist auch hier nochmal aufgebaut, und bitte achtet hier auf die ganzen kleinen Details. Alleine das Dach hier mit diesen Dinos sage ich, mit diesen Drachen, das ist total gut gewählt aus der Ninjago-Serie. Die vielen Laternen und Lampions und alles Mögliche an Dekoration. Wir haben hier sogar auch so Rätselbänder. Da hat sich Rita die Mühe gemacht, das rauszusuchen, was das auf Deutsch heißt. Und zwar ist das ja in China und auch in Japan und so total beliebt, dass man Rätsel löst. Und hier sind 3-mal auf diesen Laternenmasten Rätsel in Chinesisch, ich glaube, das ist Mandarin, aufgeschrieben, und dahinter ist dann die Lösung dazu. Und ja, als nicht-chinesischer Muttersprachler weiß man das natürlich nicht, was das heißt, aber ich glaube, ich habe mich hoffentlich nicht vertan. Rita weiß, was die heißen. Die Rätsel sind auf jeden Fall ganz nett. Das erste, passend zu diesen Feierlichkeiten des Neujahres, ist das Rätsel halbmondförmige Hörner frisst Gras. Ist natürlich das Jahr des Ochsen, deswegen der Ochse, genau. Wir versuchen hier nicht die Vase umzuschmeißen, genau. Ja, also. Dann das zweite Rätsel, eine weiße Zuckerpflaume. Und damit sind die Reisbällchen gemeint. Auf, glaube ich, Chinesisch sind das die Yuan Xiao. Ich hoffe, ich glaube. Wenn ihr Chinesisch sprecht, dann sagt uns bitte, wie man das ausspricht. Wir Genau. wissen es leider nicht. Und das dritte Rätsel, manchmal rund, manchmal sichelförmig. Auch sehr schwierig, aber es macht Sinn, es ist der Mond. Das macht auf jeden Fall Sinn, genau. Total cool, dass sie das hier verbaut haben. Auch es gibt keinen einzigen Aufkleber in diesem Set und dafür wahnsinnig viele bedruckte Teile. Die seht ihr zum Beispiel auch hier hinten bei dieser Girlande. Hier sind Fliesen bedruckt, hier sind diese Kopfteile bedruckt. Also es ist ein Wahnsinn, was man hier zu Gesicht bekommt. Genau. Beim Ochsen. Hinten ist so ein Ochse, der ist auch total cool aufgebaut. Der leuchtet übrigens, wenn man hinten auf sein Hinterteil drückt, warum auch immer. Ja. Hier sind auch mehrere bedruckte Teile, wie ihr sehen könnt, sein Auge und auch auf der Seite. Und ich finde auch das Farbschema ist hier total cool getroffen, hier mit diesem Teich. Ich nehme es jetzt mal auseinander, weil sonst verselbstständigt sich das alles. Übrigens, weil du es gerade zerlegt hast, hier. Die Bambus gefallen mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mir bemerkt das immer mehr.
Jetzt ist schon eine riesengroße Variation bei den Grünpflanzen drinnen. Irgendwie, sonst war es eher nur diese quasi traditionellen Bäume, die man oft bei Lego gesehen hat. Und jetzt hatten wir letztens bei der Polizeistation diese grüne Pflanze, die an der Hausmauer entlang hinaufwächst. Und jetzt haben wir Bambus. Also das gefällt mir echt gut. Finde ich auch total cool. Also ja, das Set ist voller Highlights. Einerseits auch interessant, der gesamte Innenteil ist auf einem Brick-Höhe, ich glaube, das nennt man Mill-Standard oder so, habe ich mal gelesen, gebaut. Es ist übrigens ein Wahnsinn, was dort unten drinnen für Steine verbaut sind und auch fast verschwendet sind. Hier sind tolle Steine und Fliesen und so weiter, alles hineingebaut und dann nur um hier die Wiese drüber zu bauen. Also das ist vielleicht ein bisschen eine Verschwendung. Andererseits den Teich finde ich total cool. Eben. Was wolltest du sagen? Und da sind auch wieder coole Pflanzen drinnen, nämlich diese Seerosen. Die habe ich nämlich so auch noch nicht gesehen vorher. Kommen mir auch neu vor und auch diese Kois, die bedruckten 2x2 Fliesen, das ist echt der Wahnsinn. Die Brücke ist total schön. Ich war schon öfter mal nicht nur in Fernost, auch sonst wo in einem chinesischen Garten und das Set Stimmt, hat ja. mich so an diese Besuche erinnert. Da Ja. ist immer so eine Brücke und dann ein kleiner Teich und Ja, und alles so auch schön immer- gestaltet, eben auch mit diesem Pavillon, Genau. den wir euch gleich noch zeigen werden. Die Wirklich, runden wirklich toll. Eingänge. Runde Eingänge, genau, dann ist das alles immer ein bisschen verwinkelt. Und hier, das mit dem Teich haben sie wirklich cool hinbekommen. Die Sehr. Form und auch wie er so umbaut ist. Es sind auch viele kleine so Secrets noch, man sieht das jetzt gar nicht, aber hier ist, nicht ob ihr es sehen könnt, hier ist ein gelber Frosch unter der Brücke. Lauter solche Kleinigkeiten, die mir irgendwie ja, sehr viel Freude bereitet haben beim Zusammenbauen. Und auch wie gesagt, die Wege sind hier ein bisschen steinig, ein bisschen felsig. Es ist nicht alles so ja, flach und perfekt, wie es sein soll. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ist das eines der besten Sets, die ich in den letzten Jahren in meinen Händen gehalten habe. Also wirklich toll. Das ist jetzt der zweite Teil, der kleinere. Hier ist auch wieder so ein ähnlicher Eingang, hier mit relativ vielen Lampions, die hier runterhängen. Die sind wahrscheinlich auch in der Nacht beleuchtet. Wäre auch cool, wenn man das Set beleuchten könnte. Und es sind blaue Bananen verbaut. Das habe ich erst jetzt gecheckt. Also ich habe gedacht, das sind so Hörnerteile. Das sind blaue Bananen. Ja, bei dieser Pagode hier, erstens mal ist die total So cool cool. aufgebaut, hier mit den Stiegen rauf, rundherum ist das alles so ein bisschen felsig und dann hier auch mit so vielen seltenen Teilen, das ist hier dunkelrot, hier mit ich glaube das ist Teal, wenn ich mich nicht täusche, glaube die Dachkonstruktion dann in dunkelblau und Rita hat recht, die Bananen sind auch dunkelblau. So cool. Ich kenne sie jetzt in Gold, in natürlich gelb. Ja, Aber in Tan gibt es sie, dunkelblau? glaube ich, aber es ist der Wahnsinn, ja, was sie sich da gedacht haben. Und das ist auch alles, wie gesagt, so massiv und unten sehr. so gut zusammengebaut, dass das ja eigentlich der absolute Wahnsinn ist. Das hätten sie bei anderen Serien wahrscheinlich nicht so gemacht. Also hier 100 € mag vielleicht auf den ersten Blick viel erscheinen, aber alleine schon die Minifiguren sind einiges wert, glaube ich. Also man könnte das Set auch noch so zusammenbauen, wenn man möchte. Dann hat man allerdings hier Den also Weg, jetzt hält der es nicht nicht, den weitergeht. Weg hier nicht. Ich mache es lieber nicht, sonst zerlege ich alles. Ihr könnt Das es euch sonst bekommen im wir hin. Internet nachschauen. Aber mir fällt gerade ein, ich könnte noch was holen gehen, weil mir nämlich noch was eingefallen ist jetzt, was wir dazu bekommen haben. Da bin ich aber schon gespannt. Wir haben ansonsten nur dieses Bootsrennen, dieses Drachenbootsrennen, das ist auch ein total schönes Set. Und die Ninjago-Sets natürlich. Ninjago-Sets, ja genau. Da haben wir auch ein paar von der Ninjago City. Aber Ich wollte jetzt noch diesen chinesischen Markt oder was das ist bestellen, der Ende des Jahres vom Markt gegangen ist und den habe ich leider nicht mehr bekommen. das Tuk-Tuk Das passt auch. Tuk-Tuk passt hier auch bestens dazu. Platzieren wir diesen kleinen Mann hier noch. Aber das was perfekt wolltest ist. du jetzt herzeigen? Ja, ich komme gleich wieder. Heute bin ich ein bisschen unvorbereitet, kommt mir vor. Und Hauptsache, er lässt mich immer mit euch alleine. Aber gut, ich genieße das umso mehr. Dann habe ich auch wieder mal Zeit zu sprechen. Was ich übrigens ganz cool finde, nicht nur diese Koi-Karpfen, sondern ihr habt es sicher auch bei den Minifiguren zuerst gesehen, das habe ich vergessen zu erwähnen.
Ein lustiger Hase ist da auch dabei, der auf einem Rollschuh steht. Ich glaube, das ist quasi einer, den was man so hinter sich herziehen kann. Ich hatte damals so eine Ente, bei der das möglich war. Und der hat eben hinten so eine, keine Ahnung, soll das eine Blume sein, ein Stern oder sonstiges, hat er hinten drauf gemalt. Den finde ich auch sehr süß, weil den habe ich so auch noch nie gesehen. Ja? Ja, Was hast du geholt? ich wollte noch sagen, also wie gesagt, wir haben 99,99 bezahlt für dieses Set, aber es gab zum Release oder ein bisschen später noch ein paar kleine Goodies dazu, die wir euch noch zeigen möchten. Wir haben passend dazu noch ein Year of the Ox Set bekommen. Manche sagen, dass diese Schnauze hier aussieht, wie wenn ein Brett draufgeschnallt bekommen hätte. Das haben wir noch nicht zusammengebaut. Das haben wir gratis bekommen. Dann ein Valentinstagsgeschenk für Rita. Das ich gar nie bekommen was habe. sie noch nicht bekommen hat, aber das wird ja, weil ich es für das Video aufheben wollte. Das bekommt sie dann jetzt, auch wenn der Valentinstag schon längere Zeit vorbei ist. Gut, das Set gibt es, glaube ich, auch bei Müller um 3,99. Und wir haben uns gegönnt, das haben wir aber selbst gekauft, ich glaube umgerechnet für 7 Euro und ein bisschen was, diese Piratenmünze. Leider haben wir die erste mit dem Ritter-Thema und auch das Etui verpasst, aber ich habe mir gedacht, ich kaufe die jetzt mal und wir schauen uns die mal an. Die ist eigentlich ganz hochwertig. Kann man damit Piraten zahlen? Kann man vielleicht. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass das bitte keine Münze ist, sondern eine Medaille, da sie ja keinen Wert draufstehen hat. Aber ich bin mir sicher, dass man damit irgendwie Jolly Roger oder so bestechen könnte. Eine echte Goldmünze. Ich habe mir gedacht, du bist jetzt der Oberpirat und hast quasi die Medaille zum Oberpiraten bekommen. Das vielleicht auch, ja, das könnte sein. Aber nein, ich habe mir die mal bestellt oder uns, sieht ganz cool aus und wird vielleicht irgendwo einen Platz in einer noch nicht existenten Vitrine bekommen. Mal sehen. Sehr gut. Ja, ein Abschlusswort zu diesem Set. Also ich muss sagen, ich bin auch sehr begeistert. Ich sage nichts mehr dazu. Obwohl ich es nicht zusammengebaut habe. Also ich habe wirklich keinen einzigen Stein gesetzt. Das ist sehr, sehr selten. Aber ich habe mir gedacht, er hat so eine Freude damit und eben allein mit dem Leuchtstein kann man ihm keine größere Freude machen. Und nein, es ist wirklich schön und es ist wirklich... Man kann sich auch einiges abschauen. Das ist auch das, was mir sehr gefällt. Wir haben ja noch immer beim Park nicht wirklich weitergebaut. Das sollte jetzt dann auch noch kommen. Und da muss ich sagen, mir gefällt dieser Teich schon extrem gut. Und das ist natürlich jetzt schon ein hohes Niveau, was da vorgegeben wird. Ich versuche mein Bestes. Mehr kann ich nicht sagen. Ich versuche auch so einen tollen Teich zu machen. Wir versuchen immer unser Bestes, ganz genau. Wo kommt dieses Set hin? Es wird auf jeden Fall einen Platz in unserer Stadt finden. Jetzt ist ja auch gerade die Ninjago City Gardens Partie im Aufbau. Wenn das Set auch fertig ist, dann werden wir dieses Eck, wo hier diese Ninjago City ist, das wird unsere Chinatown. Da werden die genau beim Strand dann alle hinkommen und wir planen auch im Übergang zur Straße dann dieses Set hier zu integrieren. Das würde dann eigentlich thematisch ganz gut dazu passen. Was haltet ihr da davon? Ich denke mir, dass das ganz gut passen wird. Ja, es gibt auch noch ein anderes Set, welches jetzt erschienen ist im Zuge dieser China- oder Asia-Themenreihe. Vielleicht holen wir uns das auch noch. Was haltet denn ihr von diesem Set? Das ist schon sehr gut, oder nicht? Ich meine, es gibt von anderen Klemmbausteinherstellern, wir wissen das, auch sehr schöne thematisch an Asien angelehnte Sets, die wollen wir gar nicht leugnen, dass es die gibt. Aber wenn es um Lego geht, ist das hier schon ein sehr, sehr schönes Set. Wirklich, wirklich toll. Ja. Hätten wir uns gar nicht gedacht. Aber wir sind umso begeisterter. Genau, wir trinken jetzt noch ein Glas Tee, essen dann vielleicht noch etwas Chop Suey oder 8 Schätze und hoffen, dass es euch auch so gut geht. Lasst euch auf jeden Fall von einem Tuk-Tuk abholen, wenn es keine Züge gibt, wobei auch China mittlerweile ja sehr viele Hochgeschwindigkeitszüge hat. Das wäre auch mal sehr interessant. Hoffentlich kommen wir dort wieder mal hin. Ich bin ja sehr interessiert an dieser Kultur, an diesem Kulturkreis. Schauen wir mal, wenn dieser Wahnsinn vorbei ist. Vielleicht wird wieder mal was und dann berichten wir live aus China, wo ja auch, glaube ich, demnächst sogar ein Legoland entsteht, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, in der Nähe von Shanghai. Dort müssten wir mal hinfahren, da gibt es dann auf jeden Fall einen Vlog. Auf jeden Fall, ganz klar. In dem Sinne, baut auch ihr was Schönes, vielleicht auch so einen chinesischen Garten oder vielleicht auch irgendetwas anderes. Und ja, genießt die Zeit, trinkt ein Schlückchen Tee und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder.
Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Wir wissen jetzt leider die Abschiedsgrußformel auf Chinesisch nicht. Nein, leider. Da müssen wir nachschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.